Hallo, mein Name ist Sascha, ich bin Tourguide bei Berlin on Bike und nehme euch mit auf unsere allererste virtuelle Stadtführung. Und wie ihr an dem Hintergrund vielleicht schon sehen könnt, geht es heute um die Berliner Mauer. Damit wir alle ungefähr wissen, worum es geht, erzähle ich euch ganz kurz, wie es überhaupt zum Mauerbau kam. Wenn ihr das schon kennt, könnt ihr einfach bis zum nächsten Video vorspulen. Also, 1945, Deutschland hatte den Zweiten Weltkrieg krachend verloren, um es mal so auszudrücken, und war besetzt von den 4 alliierten Siegermächten: Großbritannien, Frankreich, den USA und der Sowjetunion. Das gleiche galt innerhalb Berlins auch. Zunächst war es so, dass relativ schnell klar wurde, dass die 3 Westalliierten künftig in Gegnerschaft mit der Sowjetunion stehen würden. Einerseits, weil man unterschiedliche Vorstellungen vom politischen, aber auch vom wirtschaftlichen System hatte. Das führte dazu, dass im Jahr 1949 erst die Bundesrepublik und im Oktober dann die DDR gegründet wurde. Es gab also 2 deutsche Staaten. Ab 1952 fing man an, diese Grenze hier dicht zu machen, also die Überlandgrenze, weil Millionen von Leuten abgehauen sind, um im Westen ein besseres Leben zu suchen. In Westberlin oder in Berlin konnte man das nicht tun, da haben die alliierten Verträge dagegen gesprochen. Das heißt, es gab so eine Lücke. Also wer immer aus der DDR in den Westen wollte, ist beispielsweise von Dresden oder Halle nach Ost-Berlin gefahren und dann einfach irgendwo über die Grenze. Es gab schon Kontrollen, aber du kannst natürlich so eine 45 Kilometer lange Innenstadtgrenze nicht kontrollieren, wenn sie nicht befestigt ist. Diese Wanderungsbewegung nennt man manchmal auch die Abstimmung mit den Füßen. Das war so krass, dass die DDR wirklich massiv Personal fehlte, was man brauchte, um das Land wieder aufzubauen. Ingenieure, Bauarbeiter, Ärzte, Krankenschwester, war alles nicht genug da. Und man sah sich letztlich 1961 vor die Wahl gestellt: entweder wir beenden dieses Experiment Sozialismus in Deutschland oder wir machen die Grenze dicht und halten die Leute drin. Offiziell ist das hier der antifaschistische Schutzwall. Das heißt, es ging natürlich offiziell nicht darum, die Leute drinnen zu halten, sondern den bösen Westen rauszuhalten. Am 13. August, beziehungsweise in der Nacht vom 12. auf den 13. August 1961, sind insgesamt 40.000 Mann ausgeschwärmt und haben die Westberliner Grenze abgeriegelt. Natürlich haben die nicht in einer Nacht eine komplette Mauer gebaut. Das heißt, erst gab es Stacheldraht, dann eine Woche oder 2 später fing das an mit so Ziegelmauern. Und das, was wir hier sehen, diese 3,60 Meter, 70 hohe Mauer mit der Röhre oben, das sogenannte vordere Sperrelement mit Überkletterschutz, das ist dann letztlich in den 70er Jahren entstanden. Das heißt, diese Mauer wurde immer breiter, immer höher und immer technischer, bis sie dann schließlich 1989 quasi umgeschmissen wurde. Also da erzählen wir euch später auch noch ein bisschen was für. Unser nächster Stopp ist ein Stück weiter runter, die Bernauer Straße, auch noch in der Gedenkstätte. Da erzähle ich euch ein bisschen was über die Versöhnungsgemeinde und die besondere Situation hier an der Bernauer Straße. Danke!